Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Und heute geht es um die NAMM Show 2020. Zu Beginn des neuen Jahres habe ich die NAMM Show in Anaheim, Kalifornien besucht und möchte euch heute hiermit von meinen 3 Tagen auf der NAMM Show berichten. Eigentlich waren es 4 Tage, aber die ersten 3 Tage haben ja dann völlig die waren völlig ausreichend, um das zu sehen, was ich sehen wollte. So, jetzt, bevor ich loslege, möchte ich euch alle herzlich begrüßen, alle, die live dabei sind. Und dann gucken wir doch gleich mal in den Live-Chat hinein hier. Wow. Grüße an alle, die neugierig sind und hier mit reinschauen möchten. Wir sind live, deswegen herzlichen Gruß an euch alle. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde es zügig angehen, damit mein Bericht nicht zu lange dauert. Und wichtig ist für euch, relaxed, setz dich zurück, lehn dich zurück, nimm deine Gitarre zur Hand, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Trainiere ein bisschen, nutze die Zeit, mach deine Fingerübungen und lass dich von mir ein bisschen hier informieren, was da alles neu war. Super, Bild und Ton ist okay, das ist wichtig. Und without further ado, wie die Amerikaner sagen, ich gehe direkt rein in die Bilder. So, wie ihr sicher wisst, gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, über so ein Event zu berichten, und es wird natürlich ausreichend getan von den großen Fachzeitschriften, von etlichen YouTubern, die sich auf Video spezialisiert haben. Und der Punkt ist der, mit einer Videokamera dort herumzulaufen, das ist auch eine ganz tolle Sache, aber lenkt ungemein ab. Ich bin eher der Fotograf, ich halte Dinge fest, die mich interessieren, und kann dann auch wesentlich detaillierter berichten. Man hat alle möglichen YouTuber, die er kennt, dort gesehen. Ich habe viele getroffen, und ich muss natürlich auch Persönlichkeitsrechte ein wenig wahren von den Menschen. Also deswegen erwartet nicht von mir, dass ich zu viele Leute fotografiert habe, sondern es ging mehr um die Produkte, die dort vorgestellt wurden. Und da möchte ich auch ein bisschen im Detail dann drauf eingehen. Okay? Die NAMM Show. Wenn ihr hier euch den Plan, also das ist ein Foto der Pläne, die dort ausgestellt waren. Wenn ihr euch das anguckt, dann könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, was für eine Dimension das Ganze hat. Ich möchte euch mal hier kurz darauf aufmerksam machen, auf Level, das ist der Eingang hier unten. Ich werde euch das Gebäude auch gleich zeigen. Das ist der Eingang hier, wo ich mit der Maus jetzt gerade bin. Und ich zoome jetzt mal hier ein wenig rein, dass man das besser sehen kann. Und hier oben beispielsweise seht ihr auf Ebene 3, seht ihr die Stände von der Messeaufsicht von Fender, Gibson, Epiphone und die Untermarken. Und wenn du dir das hier anguckst, dieses kleine Feld hier, das hat ja fast schon die Größe eines Fußballfeldes hier oben. Und so kannst du dir in etwa vielleicht ein Bild machen, was hier unten in dieser gigantischen Halle los war und wie viele Firmen hier, ich zoome noch mal rein, dass man das ein bisschen besser sehen kann. So ein Stand wie der von Korg, das ist auch in der Nähe eines halben Fußballfeldes, Dreiviertel. So kannst du dir dann vorstellen, was hier an Volumen geboten ist. So, jetzt gehen wir einfach mal durch die Bilder, und ich erzähle euch, das ist jetzt vor diesem großen Gebäude, so dieser Palmenweg, den man dann auf den Haupteingang zuläuft, und einfach sehr gepflegt, alles sehr, sehr schön. Das ist da hier immer auf dem neuesten Stand. Dieses Messezentrum in Anaheim in Kalifornien, das ist schon Jahrzehnte alt, aber sehr futuristisch. Es wurde auch in einigen
Science-Fiction-Filmen schon verwendet. Also auch in der aktuellen Picard-Serie wurde der Eingang gezeigt als Headquarter hier von der Starfleet Academy. Also, without further ado, gleich als ich reinkam, habt ihr ja vorhin gesehen, war der große VOX-Stand und dort habe ich dann hier einen neuen kleinen Einsteiger-Amp gesehen von der Firma VOX. Heißt NewTube Plus Celestion, also ein Celestion Lautsprecher hier drin. Die kleinen neuen Amps haben sehr, sehr gut geklungen. Das ist wieder ein sehr gelungener Einsteiger-Amp, den man absolut empfehlen kann. Dann hier direkt auf dem gleichen Messestand, mittlerweile auch im Vertrieb, die Blackstar Amps. Auch hier sehr interessant, sollte man anchecken, diese neue Modeling-Serie von Blackstar, die kam auch gut an, die klang auch gut und das war jetzt am ersten Tag auf der NAMM und da war wirklich noch in den ersten Stunden noch wenig los. Das hat sich dann auf den dritten Tag so brachial hin entwickelt, dass ich nach 3 Stunden am dritten Tag, 3-4 Stunden dann schon genug hatte. Okay. So, was ihr hier seht, sind jetzt zum Beispiel sehr ausgeklügelte Cases für Profiler, zum Beispiel wenn man damit tourt, der Camper Profiler oder der Helix von Line 6. Sehr, sehr gelungene Cases habe ich da gesehen und ist natürlich SKB, ja. Bekannte Marke, Profimarke kann man einfach nur empfehlen. Sehr ausgeklügelte Cases wurden da für alle Bereiche vorgestellt, mir sehr, sehr gut gefallen. So, dann zum Beispiel hier von D'Addario ein Rucksack, sensationell, das Teil wunderbar verarbeitet und all das, was ihr hier im Hintergrund an der Wand sehen könnt, konnte man in diesem Rucksack unterbringen. Also für den tourenden Musiker eine geniale Sache. Also auch hier D'Addario im Zubehörbereich, sehr, sehr interessant. Dann die ersten Gitarren, die mich interessiert haben. Ich war bei Heritage, eins zurück, Heritage-Gitarren. Die werden in Kalamazoo gebaut, in der alten Gibson-Fabrik. Und ich hatte die in der Hand, die haben sich sehr, sehr gut angefühlt. Findet man bei uns nicht so oft und sind auf jeden Fall ein Anspielen wert. Also sind auch preislich attraktiv, sehr tolle Instrumente. Bei Martin seht ihr hier Greg Koch. Ich wollte jetzt nicht so offensiv ihm die Kamera ins Gesicht halten, habe ihm auch Hallo gesagt und ja, er hat hier ein bisschen Gitarre gespielt. Er war ziemlich aktiv auf der Messe, er hat auch seine eigenen Verstärker, Koch-Amps am Start. Er war bei Reverend Gitarren, wo er eine eigene Telecaster am Start hat. Also er war sehr aktiv und er ist ein großer Mann, also 2 Meter groß. Greg Koch, fantastischer Gitarrist. Hier seht ihr dann Dinge, die ich interessant fand, zum Beispiel Traveler Guitars, hier diese Travelcaster, diese Mini-Statue, man mag es kaum glauben, aber wenn man es in der Hand hat, das Teil ist für die Reise geeignet, eine E-Gitarre für unterwegs und es klingt sogar gut, die Verarbeitung ist gut. Hier, das war so eine Ibanez Jam-Version mit Floyd Rose für auf die Reise, also ein cooles Teil. Also die Traveler Guitars werden alle in China gebaut und das ist was Reisegitarren angeht, eine echte Empfehlung von mir. Ich habe mir die Qualität angeguckt, die sind gut verarbeitet. Triple Play Connect, das war interessant und zwar von Fishman, ein System, das ich mir noch genauer angucken möchte, wo man Sounds hier von virtuellen Instrumenten relativ geschmeidig auf die Gitarre bringen kann. Ein meines Erachtens gutes Produkt. Maton-Gitarren waren ausgestellt, die man eher seltener sieht aus Australien und der Hauptendorser ist natürlich Tommy Emmanuel. Tolle Gitarren für Schnellspielen auch. Ne? Das ist sehr guter Attack, sehr flott ist man auf diesen akustischen Gitarren unterwegs. Sie sind auch nicht so groß, sondern durchaus interessant.
Natürlich, auch hier waren unsere Boutique Hersteller am Start. Hier seht ihr die Tauschgitarren, sehr, sehr schöne Telecaster-Modelle, die auch fantastisch klingen. Ähm, Gleich daneben Nick Huber mit seinen Gitarren. Und wie ihr sehen könnt, ich war kaum eine Stunde auf der Messe, waren die meisten seiner Gitarren schon verkauft. Auch hier ganz edle Stücke. Direkt daneben war Jens Ritter mit seinen Bässen. Und hier auch morgens um 10, erster Tag NAMM Show. Und ihr seht schon bei Fibenade, das ist eine Marke aus Ungarn, sehr, sehr toll verarbeitete E-Gitarren. Findet man nicht so oft bei uns. Und man hat mir, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ich war kaum da, morgens um 10, schon einen ungarischen Schnaps angeboten. Also das ging dann schon sehr, sehr gediegen morgens um 10 schon zu. Also die Jungs haben sich da auf eine tolle NAMM-Show eingestimmt. Und ich fand diese Gitarren sensationell verarbeitet. Also wirklich unfassbar gut. Und auch vom Sound her High-End, vom Feinsten. Dann Duesenberg habe ich mir angeguckt. Tolles Display. Die schönsten der schönsten Gitarren hat mir ausgestellt. Das hat Spaß gemacht. Direkt daneben Kemper. Hier gab es natürlich das Pedalboard, das neue, der Profiler in Pedal-Format. Ein schöner Messestand, relativ groß und gut besucht. Also ich habe hier das Pedalboard von Kemper gespielt und war von den Sounds sehr, sehr, sehr begeistert. Also hier, wir haben hier eine Qualität erreicht, da braucht man einfach nicht mehr groß sich Gedanken machen. Das ist super. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch viel besser geht. Das ist also deutsches Produkt vom Allerfeinsten. No? Kann man nur empfehlen. Ernie Ball hat wie immer einer der nettesten und liebevoll gestaltesten Messestände. Immer wieder ein Highlight für mich, das zu beobachten. Hier haben sich auch immer wieder Stars dann die Klinke in die Hand gegeben und haben gespielt. Paul Gilbert, Steve Morse. Das war aber an den Folgetagen, würde ich fast sagen, obwohl es kein Publikumstag ist, war am Samstag wahnsinnig viele Gäste waren da auf der Show und da haben die dann auch gespielt, da konnte man auch nicht in die Nähe kommen, aber ihr findet Videos auf YouTube, wo ihr euch die beiden angucken könnt beim Jammen. Also sehr schöner Stand. Ich habe mir die Majesty-Gitarren von John Petrucci angeguckt. Diese Gitarren sind makellos verarbeitet und sehr speziell, also vom Klang her Petrucci halt, ne? Wobei ich seine alte Serie vom Klang her ein bisschen mächtiger fand wie diese neue Majesty, aber die Bespielbarkeit des Instruments ist überragend. Ein neues Instrument wurde bei Music Man vorgestellt, die Saber-Gitarren. Auch hier natürlich fahren die dann die schönsten Modelle auf. Das war ein Handschmeichler, wie man ihn sich besser nicht vorstellen kann. Ziemlich groß die Gitarre, Richtung ausgewachsener Strat. Und hier wie immer auch bei Music Man sind die Hälse außergewöhnlich gut verarbeitet und für kleine Hände geeignet. Hier Music Man Luke Gitarren finde ich immer wieder schön, das zu beobachten, was hier für eine Vielfalt auch zu finden ist. Schade, dass man diese Gitarren nicht so stark vertreten bei uns findet. Es gibt nur eine Handvoll Händler, die verkaufen, also diesen sensationelle Instrumente. Dann rüber zu Ibanez, ein großer Stand. Hier hat man traditionell macht man viel mit Gitarristen, mit Endorsern und hier Martin Miller, deutscher Gitarrist, Tom Quayle, Marcos Fogli aus Italien, also High-End-Gitarristen mit High-End-Gitarren und man geht hier so mit den Generationen, man bleibt nicht stehen in der Vergangenheit, in den 80ern bei den Endorsern. Hier direkt daneben hat man dann die Gitarren von Andy Timmons und so weiter, also die man schon seit Jahrzehnten featuret, aber man ist auch aktuell und hier eine Neuheit, wir haben hier Gitarren bei Ibanez mit
Fishman-Tonabnehmern. Also die Fishman-Tonabnehmer, die hier alle eine zweite Klangebene haben und aktiv sind, die sind hier, wurden hier prominent in den Ibanez-Gitarren verbaut. Also nicht nur die Marcio, wie man das gewohnt ist. Okay, hier muss ich natürlich sagen, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, einmal den Silver Surfer von Joe Satriani in der Hand zu halten. Da habe ich dann einen kurz gebeten, ein Foto von mir zu machen. Also eine Traumgitarre, die ja, für Sammler eher, ne? Also fantastisches Instrument. Neuheit, die Jam wurde sozusagen aufgefrischt die Steve Vai-Gitarre wurde aufgefrischt und hier, wie ihr sehen könnt, die Gitarre heißt Pia, nicht Jam. Nach 30 Jahren hat Steve Vai mit Ibanez zusammen sein Gitarrenmodell sozusagen aufgefrischt, wobei die Jam, also die Ibanez mit dem Griff, die es seit über 30 Jahren gibt und das erfolgreichste Artist-Modell aller Zeiten ist, die bleibt weiter im Programm. Diese Gitarre hier fand ich besonders liebevoll verarbeitet, das kann man hier wunderbar sehen. Ein ganz leichter, ich glaube Graphit, Tremolostab mit einer Ummantelung, sehr griffig, äußerst liebevoll. Schaut euch mal die Pickups an. Alles hier wirklich liebevoll. Fantastische Verarbeitung dieser Gitarren. Respekt, Ibanez. Also da könnte man schwach werden. Da könnte man einfach schwach werden. So ein tolles Instrument, aber auch zu einem Premiumpreis, irgendwo bei 4.500 Euro. Chordgitarren. Tolle Gitarren aus Korea. Auch hier schöne Auswahl, haben mir auch gut gefallen. Auch hier muss ich immer wieder sagen, eine schöne Verarbeitung. Man kann die Vorbilder erkennen. Hier ein bisschen Music Man, natürlich die Strat und so weiter. Aber sehr, sehr gute Gitarren. Da kann man nichts falsch machen. Ein wunderbarer Messestand, der mir extrem gut gefallen hat, war von dem Unternehmen Reverb. Die verkaufen gebrauchte Instrumente und haben sich einen großen Namen gemacht. Und dieser Messestand war für Ältere unter uns ein wahres Wunder, was die da aufgefahren haben. Schaut euch das an. Also alle möglichen Klassiker, Pedale von den 60ern, 70ern, 80ern, 90er, liebevollst gepflegt, restauriert. Ein echtes Highlight. Hier konnte man diese Pedale auch antesten. Also da kam ich aus dem Grinsen und aus den Erinnerungen einfach nicht mehr heraus. Das war was ganz, ganz Tolles. Und hier unten zum Beispiel könnt ihr ein Vox Echo Deluxe sehen. Eines der ersten, schaut euch das an, 1959 Bandecho. Hier oben könnt ihr das erste Delay sehen von Lexicon. Unbezahlbare Geräte damals. Im Tausende Euros Marke das gekostet. Und hier unten natürlich dieses Vox Bandecho mit diesen ganzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tonköpfen. Was kann man mehr sagen? Diese wunderschöne Messestand, auf dem habe ich mich auch länger aufgehalten. Dann sieht man so Exoten wie jetzt Floyd Rose Tremolos zum Beispiel. Und man kann sich kaum vorstellen, was für eine tolle Auswahl es hier gibt und wie liebevoll diese Firma immer noch ihr Erbe pflegt und auch für jeden etwas anbietet. Vigier-Gitarren aus Frankreich. Auch hier toll verarbeitetes Instrument, wie ich fand. Ein bisschen fast schon zu perfekt verarbeitet. Für High-Speed, High-End-Gitarrenspiel sind das schon sehr, sehr angesagte Gitarren. Tolle Hälse, haben mir sehr, sehr gut gefallen, aber leider auch bei uns viel zu selten in den Musikläden, was einfach schade ist. Ne? Diese Gitarren hätten mehr... die müssten einfach präsenter, die müssten mehr in den Läden auftauchen, meiner Meinung nach. Reverend Gitarren, hier schöner großer Stand, tolle Auswahl, interessant die Telecaster von Greg Koch,
mit einer zweiten Soundebene und Fishman-Tonabnehmern. Klar, Amps konnte man auch noch sehen, aber die Menge an Amps, die hat im Vergleich zu vor 15 Jahren, tatsächlich war ich 2005 zum letzten Mal auf der NAMM Show, die Menge hat abgenommen. Man sieht nicht mehr so viele Verstärker wie früher. Ja, das hat Gründe natürlich, weil viele einfach die Bequemlichkeit unterwegs dann eher in den Bereich des Modeling übergegangen sind, auch wenn es beim Live-Spielen geht. Hier, Friedman baut auch Gitarren. Diese Gitarren waren mehr im Vintage-Bereich angesiedelt und mit Grover Jackson zusammen. Hier kann man das lesen. Tolle Gitarren, ziemlich teuer, ne? Boutique. Was man hier bei uns gar nicht sieht, sind zum Beispiel diese High-End-Gitarren. Xotic, man kennt vielleicht von Xotic die Pedals, den Xotic Booster. Xotic Pedals sind sehr, sehr beliebt und die bauen jetzt seit einigen Jahren auch Gitarren. Man sieht natürlich, es sind vorgeblich Stratocaster und Telecaster Modelle, aber wenn man da mal reinzoomt und dann sieht, was für Hölzer die hier verwenden, das ist alles vom Allerfeinsten. Und ja, das sind Profi-Instrumente, die für den Profi-Gitarristen gedacht sind. Die Hälse waren alle relativ kräftig für meine Hände, aber ein ganz interessantes Produkt, ne? Wer auf die klassischen Gitarren steht. So, machen wir weiter. Suhr-Gitarren sind makellos verarbeitet, ein tolles Produkt und kann man... Auch hier haben wir das Phänomen, sind fast schon zu gut. Also hier muss man dann gucken, wenn man perfekte Verarbeitung und auch diesen leicht glatt gebügelten Klang haben möchte, sind das tolle Instrumente. Okay? Man muss sie aber in der Hand haben und anspielen. Vola Guitars, toll, haben mich beeindruckt. Auch eine schöne Form wurde hier gefunden. Klar sieht man die Inspiration, aber hier jetzt für die Metal-Fraktion hier, diese grüne Gitarre zum Beispiel, ein echtes Highlight, sehr, sehr schön verarbeitet. Dann bei Warwick im Vertrieb natürlich die Framus-Gitarren. Auch hier wurden wunderschöne Gitarren ausgestellt. Hoffe ich doch, dass die genauso auch in den Läden dann auftauchen und nicht nur so Custom-Anfertigungen sind, was diese Gitarren jetzt waren. Aber das zeigt, hier auch in Deutschland werden sehr, sehr gute E-Gitarren gebaut. Orange auf den Messestand, da gehe ich seit Jahren nicht mehr drauf. Der sieht seit gefühlt 40 Jahren gleich aus. Das kann man sich sparen. Kiesel-Gitarren, das ist jetzt wieder was Interessantes. So, Kiesel war ein Händler eigentlich, der begonnen hat, E-Gitarrenmodelle zu tunen und hat dann mit den Jahren diese Gitarren selber jetzt rausgebracht. Unter anderem machen sie viel mit den YouTubern hier. Einige sind euch vielleicht vom Gesicht her schon bekannt. Und die Gitarren waren Jason Becker, das Modell, natürlich hier neu aufgelegt. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Die musste ich einfach in die Hand nehmen. Und das ist eine absolute Kultgitarre, wie ihr sehen könnt. Ja, Jason Becker, wer ihn nicht kennt, sollte googeln. Natürlich hier fantastisch, hier ihn nochmal mit einem Modell super verarbeitet. Schaut euch die Qualität hier an, der Hals, ne? Also äußerst liebevolle, fette Jumbo-Bünde, ein echtes Rockbrett, diese Gitarre, äußerst liebevoll. Also Kiesel hat mich beeindruckt. Die machen hier ein bisschen auf Ibanez natürlich und das machen sie sehr, sehr clever. Und die Gitarren kann man direkt in den Vereinigten Staaten nur bestellen, direkt über die Webseite. Meine Empfehlung haben diese Instrumente. Man muss nur ganz genau wissen, was man möchte. Okay? Also hier jede Menge Instrumente. Dann hier McMull aus Israel, eine Firma, die relativ neu auf dem Markt ist, die klar Vintage-Gitarren herstellt. Da gibt es natürlich genug auf dem Markt, aber ich wollte euch die auch mal zeigen. Auch sehr schön verarbeitet. Dann das Vega Tremolo, das hat mir gefallen, aus Spanien. Hierzu werde ich nochmal den Hersteller anschreiben und versuchen,
hier etwas von ihm in Erfahrung zu bringen, ob ich das mal testen könnte. Das war durchaus sehr, sehr interessant. Turok Amps habe ich angespielt, ganz tolle Amps, ganz toller Sound. Wow. Eine echte Bereicherung. Hier LSL-Gitarren haben vor circa 10 Jahren sind auf den Markt gekommen, haben hier für Furore gesorgt, sind sehr beliebt in Kalifornien und sind natürlich ein weiteres Angebot in Bezug auf die Fender-Liebhaber, ne? Also für die Strat-Liebhaber ist und Telecaster ist das ein tolles Angebot. Das einzige Produkt, was ich mir auf der NAMM Show gekauft habe, das ist jetzt nicht alles in Reihenfolge, aber bitte entschuldigt dies, ist dieser Slide hier, den ihr jetzt hier auf meinem Finger sehen könnt. Ich gehe mal in die Nahaufnahme hier. Und zwar, dazu werde ich extra mal noch was erzählen, wenn ich mich dran gewöhnt habe. Ich kann hier immer noch Akkorde greifen, wie ihr sehen könnt, und mit dem Teil bis zu 3 Seiten gleichzeitig sliden. Dieser Slide wurde meiner Hand angepasst und hat mich bis jetzt ziemlich begeistert. Also Timble Slide, hier an seinem Stand eine tolle Geschichte. Mehr dazu, sobald ich das Teil mehr getestet habe. Prestige-Gitarren, hier sieht man dann so Boutique-Hersteller, äußerst liebevolle Instrumente hier. Das könnt ihr mal googeln, aber diesen Hersteller sehr schön. So, dann geht es weiter im Express-Tempo. Spaltgitarren aus Deutschland, Teufel. Hier zeigt man nochmal High-End E-Gitarren-Baukunst aus Deutschland, auch vertreten. Dann war ich bei Boss. Hier gibt es den SY1000 Guitar Synthesizer und die Katana Amps wurden prominent gefeatured. Sehr, sehr gute Amps meiner Meinung nach in dem Bereich, fast das Beste, was der Markt hergibt im Einsteigerbereich. Und hier auch oben könnt ihr erkennen die Funklösung von Boss, eine Funklösung, die es auch in der Form von Line 6 gibt, hier auch bei den Amps vorhanden, also eine gute Geschichte. Was man feststellen konnte, es haben Bands gespielt und die meisten waren mit einer Sängerin die Gitarre gespielt. Also man nutzt so diesen, ich sag mal, Taylor Swift-Effekt und will junge Leute, vor allen Dingen auch junge Frauen, an die Gitarre bringen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und natürlich waren das auch klasse Musiker, die haben hier ganz toll gespielt. Das ist gar kein Thema. Also hier seht ihr nochmal den Eingang zur NAMM Show, zu diesem Gebäude, das dann in der aktuellen Star Trek Picard-Serie auch als Headquarter von der Federation verwendet wird. Ein prominent gefeaturtes, bisschen futuristisches Gebäude. So, am zweiten Tag, oder war das noch am ersten Tag? Ich glaube, am zweiten Tag war ich dann bei Line 6. Die hatten ein neues Produkt am Start, und zwar den Pod Go. Nun, was kann man hier sehen? Das Gerät ist etwa die Hälfte eines Helix, vielleicht ein Tick größer, und hat ein Farbdisplay, das man hier sehen kann. Ein bisschen kleiner wie auf dem Helix. Ähnliches Bedienkonzept. Im Grunde genommen, was du hier siehst, obwohl sie jetzt den Namen Pod verwendet haben, ist das hier ein kleiner Helix. Sie hätten ihn Helix Go nennen sollen, meiner Meinung nach, aber sie wollten irgendwie noch ein Pod-Produkt anscheinend auf den Markt bringen. Wir haben hier Helix-Prozessor, Helix-Sounds, ich habe das Teil getestet, klingt oberamtlich. Das wird ein absoluter Bestseller draußen im Markt werden. Helix-Sounds für 5,99, also Top-Produkt. Wurde im Marriott Hotel, das ist links und rechts, einmal auf der einen Seite ist das Marriott, ganz, ganz groß, links, wenn man auf die Messe zuläuft, und auf der rechten Seite dann das Hilton Hotel. Und in beiden Hotels, in den Konferenzräumen, waren Firmen vertreten. Im Marriott hat Yamaha im Grunde genommen alle Konferenzräume belegt. Und hier seht ihr dann die Helix-Familie und so weiter. Hier gab es dann entsprechend auch Vorführungen. Das war doch noch am ersten Tag. Also ich muss Gas geben, damit ich hier durchkomme. 1 Stunde nehme ich mir Zeit für euch. Dann, wenn du hier rauskommst, hier, Polizeipräsenz natürlich, das ist ein Dodge Polizeiauto, das ist Kalifornien, 400 PS. Da würde ich keine Verfolgungsjagd eingehen. Die sind krass drauf. Zweiter Tag war ich dann bei Vintage-Gitarren.
immer wieder noch für mich ein Hersteller aus England, der sehr gute Instrumente baut, zu einem angemessenen Preis. Hier auch junge Leute am Start beim Vorführen. Sehr kultig, ein sehr schöner Messestand und immer wieder eine Empfehlung. Zemaitis, das sind Gitarren aus Japan. Hier Robin Ford spielt die zum Beispiel und die konnte ich jetzt zeitlich gar nicht antesten, aber von der Verarbeitung her waren die großartig. Dann war ich am zweiten Tag auf euren Wunsch und nicht nur auf euren, sondern auch auf meinen bei Thomas Blug und habe mich über eine Stunde mit ihm unterhalten. Wir sind auch raus wegen des Lärms. Der Lärmpegel auf der NAMM-Show ist wie in früheren Zeiten, wie vor 20 Jahren das mal war auf der Frankfurter Musikmesse, brachial, ja, obwohl da auch ein bisschen gemessen wird. Aber in Amerika wird alles aufgefahren, was der Markt hergibt, ohne Rücksicht auf Verluste. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was Thomas hier am Start hat, ist ein großartiges Produkt, und zwar der Amp X. Es wird jedoch noch bis zum Jahresende dauern, bis das Produkt finalisiert wird. Das war ein Prototyp und das ist eine Ausbaustufe seines Amp One. Ja, Amp One. Wie ihr sehen könnt, hier oben mit einer Zusatzsektion, Effekten, mit im Grunde genommen Cabs, allem drum und dran. Man kann analoge, digitale Effekte reinladen. Dieses Gerät hier, Thomas, ist natürlich ein absolutes Highlight und immer wieder ein menschlich gesehen einer meiner absoluten Liebsten in der Musikindustrie. Immer so unglaublich engagiert und hat so viel Gutes schon in den Markt gebracht. Und wir haben einen Interviewtermin gefunden für September diesen Jahres. Ich habe seinen Terminkalender gesehen und glaubt mir, Leute, der ist brechend voll. Dieses Produkt war für mich eines der Top 5 Messe-Highlights. Dieses Produkt hier wird uns wahnsinnig viel Freude bereiten. Ich glaube, Thomas hat hier einen absoluten Knaller am Start. 100 Watt Amps, die man reinladen kann, ein eigenes Konzept. Bitte geht auf seine Webseite, schaut euch an, was dieses Amp X, dieses Produkt von Thomas hier auf den Markt bringen wird. Ich glaube, das ist ein Knaller. Hier links könnt ihr sehen, diese Platten links und rechts, die kann man rausziehen, kann hier ein zweites Expression-Pedal draufstellen, also ausgeklügeltes Gerät. Und hier, er hat mir gesagt, wenn er Amp-Modelle, dann zum Beispiel hat er schon mit Friedman gesprochen, wird ein Friedman-Amp hier reinladen können, dann wird der Hersteller auch davon etwas haben. Also es wird nicht einfach was kopiert und hier eingefügt, sondern es sind Verträge geschlossen worden mit den Herstellern der Verstärker, sodass man hier auch absolute Top-Qualität und auch Input von diesen Leuten erwarten kann. Ein super Produkt. Also alle 10 Daumen hoch von mir. Ja. So, dann war ich bei Taylor Guitars, ein riesen Messestand hier, ganz interessant, neue Modelle, die waren auch sehr, sehr erstaunlich gut. Hier dieses Modell hier mit dem zusätzlichen Schallloch, habe eine Weile dort verbracht, war sehr, sehr begeistert. Schöner Messestand, sehr freundlich gehalten, auch proppevoll mit vielen jungen Menschen. Das ist ganz, ganz toll. Also akustisch ist durch Taylor Swift hier der Markt in Bewegung geraten in den Vereinigten Staaten. Äußerst positiv überrascht, schnell noch einen Schluck. Haben mich dann D'Angelico-Gitarren, D'Angelico New York. Wahnsinnsfarben, wieso haben wir diese Instrumente nicht in jedem Gitarrenladen bei uns in Deutschland? Das ist eine tolle Alternative, sensationell verarbeitet. Ich kann nur sagen, ist eine Qualität, habe ich selten in der Hand gehabt. Ich war total begeistert von diesen Instrumenten. Dann D'Angelico. Dann natürlich war ich bei Paul Reed Smith und hier könnt ihr schon eine Neuheit sehen. Es gibt keine günstigere Version der John Mayer Gitarre, aber mit Ahornhals, also hat man hier auch weiter ausgebaut und hat nun die Möglichkeit, die John Mayer Silver Sky mit Ahornhals zu bekommen. Wie immer
am Messestand präsent, einer der letzten großen amerikanischen Gitarrenbauern, der noch lebt, Paul Reed Smith. Super Vortrag. 35 Jahre gibt es jetzt seine Firma und entsprechend war hier die Präsentation auch ganz, ganz toll. Er hat viel gesprochen, viel erklärt. Sie hatten neue, wunderschöne Modelle am Start, Anniversary-Modelle. Ja, ein Highlight für mich, ein weiteres Highlight. Dann war ich auf dem Stand von Marshall und hier sieht man im Vergleich zu früher, wenn ich denke, was Marshall früher aufgefahren hat, war das alles, was man sehen konnte. Trotz neuer Amps und richtig gut klingender Demo war das im Vergleich zu früher ein Bruchteil dessen, was man an Aufwand getrieben hat. Aber die Firma gibt es noch und sie baut immer noch sensationell gute Rock-Amps, sind immer noch meine Lieblinge. Okay, dann ESP, Japan. Aus Japan fantastische Gitarren, ja Messegitarren natürlich. Absurd, die Preise, die waren auch alle verkauft, wie man sehen kann. Sold, in einer super Qualität und immer eine Alternative. Also hier ESP Limited, super. Dann, und jetzt kommt mein erster großer, ein weiteres Highlight. Gibson, was ist los? Gibson, die wachen endlich auf. Gibson wacht auf. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Die Epiphone-Gitarren hier, die ihr hier sehen könnt, waren top verarbeitet, sahen wunderschön aus, ja, und haben eine neue Kopfplatte bekommen. Ganz, ganz nah, wenn ihr guckt, ich hoffe, man kann es sehen, ganz nah, ja, eigentlich jetzt fast schon zu 100% die klassische Gibson-Kopfplatte. Hurra, hurra, super schöne Gitarren. Was ist los? Der neue CEO scheint jetzt endlich die Firma zum Leben erweckt zu haben. Der Messestand von Gibson war der größte. Ja, hammermäßig. Ich werde euch gleich noch was erzählen. Ne? Wie immer die Vermarktung der Tradition bei Gibson sehr, sehr groß geschrieben. Aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Leute, ich möchte es jetzt in aller Deutlichkeit sagen. Ihr wisst, wie skeptisch ich immer wieder war in Bezug auf die Produkte, die die Firma Gibson in den letzten Jahren, ich gehe jetzt in die Großaufnahme, geliefert hat. Und ich war oft nicht zufrieden mit der Qualität, die ich von den Custom Shop Gitarren erlebt habe, in vielen Musikläden, wo ich unterwegs war. Jetzt komme ich hier auf die Messe und habe eine Wand hier an 1960er und 1959er Custom Shop Modelle, nagelneu für 2020. Und bitte glaubt mir, ich habe alle Gitarren, die ihr hier sehen könnt, auf diesem Foto in der Hand gehabt. Sie waren alle in der perfektesten Qualität, die man sich vorstellen kann. 5 Stück oder 6 Stück hatte ich in der Hand, 1960er. Und ich schwör's euch, ich hätte die alle gekauft. Nicht alle auf einmal, aber egal welche von denen. Resonanz, Bespielbarkeit, Gewicht, ohne Chambering, super tolles Mahagoni, eine Verarbeitung, Perfektion. So was habe ich in Deutschland seltenst in der Hand gehabt. So, jetzt möchte ich keinen Verdacht äußern, aber wenn diese Qualität, diese Gitarren 2020 nicht in den deutschen Läden auftaucht, dann habe ich so im Hinterkopf den Gedanken, produzieren die Amerikaner oder Gibson diese Gitarren eher für den US-Markt und kommt diese Qualität nicht bei uns an. Das war wirklich so tolle Gitarren, dass ich würde mir sofort eine, wenn die jetzt im Rockshop hängen würde, die hier, die ich hier als nächstes in der Hand habe, ne? Wenn die da hängen würde, würde ich sie mir sofort kaufen. Okay? Also Gibson, ich werde ganz genau gucken, was ihr dieses Jahr treibt und ob diese Qualität in den deutschen Läden auftaucht. Wenn ja, dann ziehe ich jeden Hut und werde meine Kritik um 95% zurückfahren und einen Hut für euch ziehen, wenn ihr das bringt. Okay? Ich werde ganz genau drauf schauen. Sehr nett waren die Leute bei Gibson. Der netteste, man hat genau gemerkt, hier gibt es einiges gut zu machen. Einiges gut zu machen. Die waren so freundlich, so hilfsbereit.
Hier wurde von Rick eine Gibson, eine Decke geschnitzt. Man konnte zugucken und es war einfach klasse. Ich war positivst beeindruckt, aber bitte, bitte, lasst das hier, ja, lasst das bitte bei uns in Deutschland auftauchen. Und man kann natürlich nicht über so eine Messe laufen, ohne den lieben Olli zu treffen. Und wir haben uns bei Gibson getroffen und mal kurz geknutscht und dann gingen wir wieder unseres Weges. Hallo, liebe Grüße, Olli. Also, man sieht schon, Gibson Stuff bedeutet, er war sehr, sehr engagiert dort auf dem Messestand unterwegs. Mehr weiß ich auch nicht. Dann habe ich mir noch einige der Unterfirmen angeguckt, ne? Kramer-Gitarren und so weiter. Aber ihr seht schon hier eine Panoramaaufnahme des Gibson-Messestandes. Das ist ja fast ein Fußballfeld. Ne? Es war gigantisch. Live-Musik, geile Bands im Hintergrund, permanent Live-Musik. Marketingtechnisch kann man es besser nicht machen. Das Branding stark. Boden, Optik, Sitze, Stühle, Testmöglichkeiten, alles vorhanden. Okay? Also Gibson, bravo. Blick von oben aus dem 2. Stock auf den Eingang zur NAMM Show. Hier war dann die Grand Plaza Stage von Yamaha dominiert, fanden permanent Live-Konzerte statt. Bei Fender dann, von Gibson oben im 2. Stock bin ich dann rüber zu Fender, hatten wir dann hier die Strat als akustische Version. Telecaster kam letztes Jahr raus. Im Grunde genommen dieselbe Gitarre, jetzt in Stratocaster-Form. Ja, Geschmackssache natürlich, okay? Hier dann die Fender Ultras, die habe ich ja schon getestet, genau dieses Modell hier in der Mitte. Und dann ein neues Modell wurde hier vorgestellt, und zwar mit der Form, diese Gitarren sollen heißen Lead 3 und Lead 2. Die sollen die jungen Leute ansprechen, Player Series. Und hier muss man abwarten, wie die Form und die Bespielbarkeit im Markt ankommt. Die 80er Jahre Heavy Metal Strat wurde neu aufgelegt. Auch hier, ne? HM Strat heißt Heavy Metal Limited Edition. Na, schauen wir mal. Wenn das Ding Erfolg hat, wird es wahrscheinlich weiter produziert. Natürlich jede Menge Custom Shop, High-End Gitarren, die ja schon einen Besuch wert sind. Ne? Hier dann ein tolles Package aus Telecaster mit einem passenden Amp und einem passenden Pedal. Also sehr liebevoll alles. Auf dem Messestand von Fender ging es wesentlich ruhiger, also was den Lärmpegel anging, wie bei Gibson zu. Und es war alles so gesittert, ja, sehr freundlich und sehr, naja, selbstbewusst sozusagen. Ne? Der Tonmaster, hier eine... Na, er hat mich ja auch schon darauf aufmerksam gemacht, auf diese neue Serie mit Jensen Lautsprecher, Neodymium Lautspeaker. Dieser Amp hier ist ein Deluxe Reverb, der im Grunde genommen nur irgendwas um die 11, 12 Kilo wiegt. Schaut mal hier, 24 lbs, Pick Me Up, only 24 lbs. Ich habe ihn hochgehoben mit einem Arm, völlig problemlos. Mustang Serie wurde auch abgedatet hier mit einem Farbdisplay. Inwieweit jetzt dann der Sound sich verbessert hat, das muss man noch sehen. Okay? Muss man dann testen, wenn sie im Markt ist. Auch hier dann Gretsch-Gitarren und Fender hat dann in einem großen Nebenraum dann die ganzen Van Halen-Gitarren vorgestellt, wie ihr hier sehen könnt, Wolfgangs und Charvels. Also das ist ein Riesenportfolio, was hier Fender am Start hat. Die Charvel-Gitarren, Custom-Shop-Gitarren waren auch mittlerweile von der Verarbeitung her äußerst, äußerst kompetent. Na, kann man schon auf Custom-Shop-Niveau sagen. Ne? Okay. Und hier noch einige Instrumente, die ich fotografiert habe bei Yamaha. Drüben bin ich dann nochmal rüber ins Marriott, war dann auf dem großen Messestand von Yamaha und hier ja, die klassischen Modelle, die Yamaha hier am Start hat, Pacifica-Gitarren natürlich. Und hier, wie heißt dieses Modell? Das wisst ihr wahrscheinlich jetzt besser wie ich. Das fällt mir jetzt nicht ein. Es wurde, glaube ich, vor 2 Jahren vorgestellt. Das sind gute Gitarren, also gut verarbeitet. Leider keine neue Variax. Hier nochmal der Eingang der NAMM. Ich konnte mir das nicht nehmen lassen, mich auf diesen Gibson Game of Thrones
Sessel zu setzen. Aber da haben sich ja Tausende drauf gesetzt. Ne? Also das war schon cool, was Gibson hier aufgefahren hat. Ne? Hier diese Riesengitarre bestehend aus Bodies und allen möglichen Komponenten. Also Marketing vom Feinsten. Und nochmal war ich dann bei Gibson. Hier konnte man dann, überall wurde gearbeitet. Hier haben sie dann gezeigt, wie man ein Binding an eine Les Paul anbringt. Sehr, sehr spektakulär. Und hier nochmal, guckt euch die Verarbeitung dieser 59er Paula an. Bitte glaubt es mir, wenn die irgendwo bei einem Händler auftaucht in Deutschland, ich kaufe sie sofort. Ich kaufe sie sofort. Fantastische Instrumente waren das. Fantastische Instrumente. Die 60er Anniversary, 60th Anniversary, die hätte ich gern. Okay, da war ich nochmal unterwegs bei Fender. Ja, das ist einfach zu schön, dass man sich das nicht nochmal gibt. Und dann unten im Untergeschoss waren auch noch einige sehr, sehr interessante Hersteller. Viele Akustikgitarren, Breedlove zum Beispiel hat einen schönen Messestand. Und Strymon, das sind ehemalige Line 6 Mitarbeiter, die hier exzellente Pedale, also das waren die Designer von DL4, MM4, von den Multipedals von Line 6, die heute noch auf dem Markt sind. Und diese Pedale von Strymon sind außergewöhnlich gut. Hier unten sieht man dann auch Holzverkäufer, Händler, man konnte an den Hölzern riechen und sie in die Hand nehmen. Also das war schon sehr beeindruckend. Auch dieser Markt ist natürlich im Hintergrund eher, aber ganz, ganz groß. Ne? Ich war bei Gravity Picks und habe dann die Gravity Picks ausführlich verglichen mit meinen V-Picks. Und für mich sind die Gravity Picks nichts anderes wie eine gut gemachte Kopie, wie ihr sehen könnt, der V-Picks, also eine weitere Alternative. Klanglich hat mich jedoch bei den Gravity Picks nur Plektren überzeugt, die sehr teuer waren. Also ich hatte ein $30 Plektrum in der Hand, das war vom Klang her überzeugend. Dann hier Revolta Guitars, ein bisschen angelegt an Duesenberg, auch ein kleiner neuer Hersteller. Furch, natürlich, ihr wisst, ich habe eine Furch Akustikgitarre, auch ein ganz netter Messestand mit einigen schönen Gitarren. Und dann am Ende des Tages hier könnt ihr dann einige der bekanntesten YouTuber sehen, die hier dann bei Line 6 ein Helix Artist Panel hatten. Und die haben dann hier über ihre Erfahrung mit dem Helix erzählt. Mir hat Line 6 dann gesagt, hätten sie gewusst, dass ich auf der NAMM Show bin, dann hätte man mich hier zu diesem Meeting hier auch eingeladen. Aber es ist ja nicht alle Tage Abend, das kann sich ja noch irgendwann vielleicht wiederholen. So, das war dann auch so gut wie mein Abschied von der NAMM am dritten Tag. Es war so voll, dass ich fast, es war brechend voll. Mal gucken, ob ich da noch Fotos habe. Das sollte es gewesen sein. Hier hinter mir ist Disneyland, also die Rückseite dieser Straße hier hinter mir ist, der kannst du direkt in Disneyland rein. Ne? So sieht es auf dem Highway aus. Jetzt so ein paar Privatbilder von meiner Reise, um das dann abzurunden. So sieht es auf dem Highway aus, sechsspurig. Aber es wird gesittet gefahren, also hier ist kein Stress angesagt beim Autofahren. Aber mehr zu dem Thema. Hier solche Sachen, solche Collagen findet man dann auf Venice Beach. Da kann jeder, das zeigt freie Meinungsäußerung hier. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Tolle Musiker, die hier teilweise seit Jahrzehnten spielen. Peter Damien hat mir sehr gut gefallen. Er hat hier so gesungen, ich war total gerührt. Und das ist hier Venice Beach. Immer einen Besuch wert, das Panoptikum der Menschheit hier, ein bisschen Abendbilder hier. Dann war ich am 4. Tag im Guitar Center, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier einige Impressionen des berühmtesten Gitarrenladens in Hollywood, Guitar Center. Ja, es gibt den einen oder anderen deutschen Hersteller, der sich hier inspiriert hat, was seine Gitarrendisplays angeht. Und ja, hier natürlich im Mekka der Gitarren. Ja, was soll man noch sagen? Schaut euch die Preise an. Ich saß dann da unten auf einer Couch und habe dann hier die ein oder andere Gitarre gestreichelt. Vor dem Laden direkt am Eingang haben wir diese Geschichte hier, und zwar die größten oder bekanntesten
Gitarristen haben hier und Musiker sich verewigt. Hier seht ihr zum Beispiel Eddie Van Halen, dann AC/DC, hier Hammer, ganz toll. In Memory of Bon Scott, also das hat mich schon gerührt hier, wie ihr sehen könnt. Da ist die Band. Cliff Williams, Malcolm Young, Angus Young, Phil Rudd und Brian Johnson und dann hier in Memory of Bon Scott. Ja, sehr liebevoll. Hier Steve Vais Hände. Ich habe meine draufgelegt, die Finger waren ein Drittel länger wie meine. Unglaublich. Und dann die Parallelstraße des Hollywood Boulevard. Hier ist das Chinese Theater. Gerade die Premiere von Star Wars hier noch aktiv. Alles wird hier noch gezeigt. Und das ist ein ganz berühmtes Kino in Hollywood. Dann direkt daneben das größte Hardrock-Café. Dort habe ich auch gegessen und es war okay. Das Dolby Theater, hier findet die Oscarverleihung statt. Hier seht ihr, die laufen da überall rum. Chewbacca, Darth Vader, mit denen konnte man sich dann auch fotografieren lassen. Jimmy Kimmel Live, ich glaube, hier war früher in dem Gebäude, war früher Jay Leno mit seiner Late-Night-Show. Hier nochmal das Chinese Theater. Dann, ich stehe hier vor einem Cadillac von Elvis in einem der größten, wenn nicht dem größten, unglaubliches Auto. Oder nee, was ist das? Ja, ich glaube, das ist ein Cadillac. Und zwar La La Land heißt dieser Riesen-Shopping-Laden hier. Unglaublich, wer hier seinen Geldbeutel nicht fest angebunden hat, ist verloren. Ja, für jeden etwas. Einige meiner Highlights an Schauspielern habe ich hier mal kurz die Sterne fotografiert, aber ich habe jede Menge mehr. Also Morgan Freeman, Beispiel Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, Star Trek, David Bowie und so weiter. Sam Ash ist genau gegenüber von Guitar Center, auch hier ein großer Händler, der hier am Sunset Boulevard unterwegs ist. Mesa Boogie, schaut mal hier, schönes Gebäude, Neely Guitars hier mit einem schönen Mesa Boogie Display, auch das ist ganz, ganz kultig. Dann habe ich mir am 5. Tag die USS Iowa, ein Stück amerikanische Geschichte, angeguckt. Das war mit der Bismarck und der Yamato, waren das die 3 größten Schlachtschiffe, die je gebaut wurden, 280 Meter lang. Und das steht hier im Harbor. Hinten hier um die Ecke steht die Queen Mary und auch Howard Hughes Holzflugzeug. Das war, ich besuche gern Museen, das ist eines der berühmtesten Museen. Und hier habt ihr den Vergleich dann zwischen der Iowa und der Yamato, die beiden größten Kriegsschiffe, die je gebaut wurden. Und ja, Geschichte, die Iowa ist auch die einzige, die den Zweiten Weltkrieg nicht nur überstanden hat, trotz 30 Gefechte, in der sie drin war. Hier habt ihr 2 Vergleichsbilder der beiden Schiffe vorne, die Yamato im Hintergrund, die Iowa. Diese 2, die Iowa war die einzige, die den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, und die Missouri ist untergegangen, die Arizona in Pearl Harbor. Es waren viele Veteranen an Bord und es war rührend, sich mit denen zu unterhalten. Beeindruckend. Die wurde erst in den 90ern, Ende der 80er, in den 90ern außer Dienst gestellt, mehrfach renoviert. Also Geschichte kann man erleben. Ich war mit einem Tesla unterwegs, muss gleich dazu sagen, das Auto hier, das Model X, wäre mir zu teuer gewesen. Ich habe ein Model 3 gehabt, aber bei dem war dann hier nochmal ein Selfie von mir mit der Iowa im Hintergrund. Das ist ein ganz tolles Auto. Mehr werde ich in anderen mich anders mal drüber äußern zu dem Thema. Ich will ein bisschen noch am Ende des Videos sagen zu den Vereinigten Staaten, meine 10 Punkte. Und dann, also ich hatte ein Model 3. Man kann übrigens diese E-Autos sehr günstig mieten, die werden dort gebaut. Ob du einen Verbrenner oder dir einen Tesla mietest, kommt das Gleiche raus, aber warum nicht einen Tesla mieten, um da mal auch richtig zu wissen, wo stehen die denn eigentlich. Ne? Und ich hatte ein Model 3, da war vorne rechts der Dämpfer kaputt. Und dann habe ich reklamiert und der Austausch funktionierte problemlos, sogar Samstagabends um 10 Uhr.
das ist Service, denn das ist schon außergewöhnlich. Dann am vorletzten Tag habe ich mir das Griffith Observatorium angeschaut. Das ist ein Highlight, das in sehr, sehr vielen Filmen aufgetaucht ist. Terminator 1 zum Beispiel, die Szene, wo Arnold dort landet und mit den Punkern zusammentrifft, die wurde da oben gedreht. Das sind die Hollywood Hills und hier kann man bis zum Zeichen hochlaufen. Sieht sehr schön aus. Und unten, da könnt ihr jetzt schon den Weg, ich bin über die Hügel gelaufen, zum Griffith Observatorium. Das ist sehr beeindruckend. Hier, guckt mal hier. Berlin ist die Friendship, also Friendship between Berlin und LA. Die haben hier einen eigenen, in den Hollywood Hills haben die einen eigenen Wald. Ist das nicht süß? Ne? Das sind Schwesterstädte seit 1967, mein Geburtsjahr, fand ich total nett. Ne? Das ist das Griffith Observatorium, wurde vor 100 Jahren gebaut, vor 120 Jahren und ist rein architektonisch eines der, wenn nicht das tollste Observatorium auf dem Planeten Erde. Der Ausblick von oben ist atemberaubend über das gesamte Los Angeles Becken. Hier seht ihr nur einen Bruchteil. Hier ist Downtown LA, das ist die Stadtmitte. Und hier ist Beverly Hills, also hier ist und unten die Hollywood Hills, beste Wohngegend der Stadt. Hier von oben herunter fotografiert. Und dann hier drinnen im Museum kann man auch einen halben oder einen ganzen Tag verbringen. Das ist ein 179 Kilo Stück Eisenmeteorit dieses großen der Barringer Meteor, der vor 50.000 Jahren in Arizona niederging und dort einen 1200 Meter Krater erzeugt hat. Das ist ein Teil davon, geschmolzen natürlich. Hier ein super, super schönes Bild für Astronomiefans. Eine Darbietung des Mondes, der sich dort gedreht hat und dann innen drin alle Planeten. Auf der rechten Seite, hier links im Bild, könnt ihr ein Riesenbild sehen mit allen für uns von der Erde aus sichtbaren, also das ist der sichtbare Bereich des Universums. Circa 10% sehen wir über das Hubble-Teleskop und hier wurden all das, was das Hubble-Teleskop fotografiert hat, in ein einziges Bild zusammengefasst mit allen Galaxien und das war schon, wenn du davor stehst, erkennst du dann schon, wo du im Laufe der Schöpfung deinen Platz gefunden hast. Sehr beeindruckend. Also hier nochmal das Observatorium von außen. Großer Blick von oben nach unten. Hier seht ihr auch die Dimension der Kuppeln. Sehr, sehr beeindruckend. Okay, hier noch ein HDR-Bild von unten. Und ja, man kann essen. Und zwar, wie ihr seht, das ist ein Chicken Burger. Die Portionen sind gigantisch. Mehr zum Service und zum Essen gleich. Und das war so ein ganz niedliches, das Alkove kann man auch, Alkove hieß es zu Hause, wie so ein Hobbithaus, hat mich total angesprochen. Und da drin habe ich dann gut gegessen, wirklich gut gegessen. Ne? Hier nochmal ein Blick vom nächtlichen Highway und dann ging es ab nach Hause über den Tom Bradley Flughafen, hochmodern, sehr frei, groß, freizügig alles, wie ihr sehen könnt, auf dem neuesten Stand. Und hier habe ich dann auch mal ein Sushi gegessen, es war total lecker und ein Asahi-Bier. Und dann ging es hier per A380 wieder nach Hause. Hier ein Bild aus dem Flugzeug. Ich glücklich und zufrieden auf dem Heimweg. Hier noch Bilder aus dem Flieger. Das ist Long Beach, der größte Strand der Vereinigten Staaten. Und sehr, sehr beeindruckend, hier nochmal von oben zu sehen, noch immer so 200-300 Meter breit. Und dann mein Verabschiedungsbild von der NAMM Show. So, das zu dem Thema. Ich werde euch die Links alle verlinken und zu den Webseiten, die hier wichtig waren und die unter anderem, gehen wir hier mal kurz rein, The Biggest Stories from the Greatest Music Gear Show on Earth, also die NAMM Show. Die ganzen Links hier werde ich euch verlinken, da könnt ihr alle noch einiges gucken, unter anderem wichtiges Produkt hier. Zoom hat das G11 vorgestellt. Ich habe den Stand von Zoom, der war in einer ganz, ganz anderen Halle bei Korg, glaube ich. Ich habe den nicht gefunden.
Aber ansonsten habe ich jetzt mal versucht, euch alles so detailliert zu berichten wie nur möglich. Ich freue mich schon auf eure Fragen unter diesem Video, wenn es dann veröffentlicht ist. Und hier die ganzen Links zu den Seiten, die darüber berichtet haben, die ich für wichtig betrachte, die werde ich euch natürlich alle einblenden. So, das zu dem Thema NAMM Show. Es war wunderbar. Und hier noch kurz möchte ich euch noch ein Fazit geben zum Finale. Was ist meine Top 10 an Erkenntnissen jetzt nach 15 Jahren und wieder im Besuch von Kalifornien und der Vereinigten Staaten? Ein bisschen Vergleich zwischen USA und Deutschland, sodass du dir hier auch gleich so aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung nochmal schnell zusammengefasst in 10 Punkten. Autos. Ein ganz großer Wirtschaftsfaktor bei uns in Deutschland. Wir sind außer Tesla, die in der Verarbeitung nicht mit unseren Autos mithalten können. Also die Verarbeitungsqualität ist nicht so bei weitem nicht so gut wie bei uns. Aber sie sind ein paar Jahre jetzt innovativ voraus, aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Bei den Fahrzeugherstellern sind wir den Amerikanern meilenweit voraus. Wenn wir uns mit den Amis unterhalten und die hören von Deutschland, dann sind die immer total begeistert von Mercedes, BMW, Audi, VW. Also das ist für die das Nonplusultra. Also hier, es wird viel zu viel bei uns negativ berichtet und Panik geschoben. Wir sind bei den Fahrzeugen meilenweit. Meilenweit, glaubt es mir bitte. Also brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Wir werden das aufholen. Und einzig Tesla weiß das ganz genau, deswegen will er auch in Deutschland seine Fabrik bauen und besteht dann darauf, möchte er auch dann hier seine Autos verkaufen. Okay? Über das Thema kann man noch viel, viel mehr diskutieren. Umwelt. Wir sind den Vereinigten Staaten mindestens 10, wenn nicht 20 Jahre voraus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Mülltrennung ist nicht vorhanden. In Kalifornien, dem Vorzeigestaat der Vereinigten Staaten, wird der Müll alles in eine graue Plastiktonne geworfen. Okay, ich habe per Airbnb übernachtet. Ich hatte ein kleines Cottage für mich mit Bad und es war sehr günstig. Ich habe also pro Tag habe ich noch $40 bezahlt. Da kannst du vergessen. In Hotels zahlst du da unter $150 findest du nur Schrott während dieser großen Shows. In der Mülltrennung sind wir denen um 10, 20 Jahre voraus. Das ist eine Katastrophe. Regenerative Energien, Punkt 3. Das sind wir im Vergleich zu Amerika, sind wir Weltmeister. Der Energieverbrauch der Amerikaner ist doppelt so hoch wie bei uns und regenerativen Energien sind aus dem Flugzeug ja sichtbar in der Wüste. In der Nähe von Vegas sieht man riesige Solarzellen, aber auf keinem der normalen Häuser in Los Angeles habe ich irgendwo Solarzellen gesehen. Leute können sich das gar nicht leisten. Also wir sind hier weit voraus, was unseren Energieverbrauch angeht und wir sollten da auch mal ein bisschen stolz drauf sein. Beim Service jedoch, im Servicebereich, wenn du einkaufen gehst, wenn du essen gehst, sind uns die Amerikaner weit voraus. Der Servicegedanke wird dort sehr, sehr groß geschrieben. Die Läden sind 24/7 geöffnet. Das wäre bei uns nicht möglich, aber die Vorteile für dich, wenn du schon Verbraucher bist und Geld ausgibst, ist, du hast keinen Einkaufsstress. Einkaufsstress ist nicht vorhanden. Du kannst einkaufen, wann es dir passt und fertig. Wann es in deinen Terminkalender passt, wann es in deine Zeit, in deine Arbeitszeiten hineinpasst. Bei der Kleidung ist man lässig und was du anhast, passt so gut wie immer. Da guckt dich keiner schief an, wenn du irgendwo in ein Restaurant reinläufst. Das ist locker, das gefällt. Und der Service ist prompt, schnell und sehr, sehr freundlich. Okay? Der Verkehr in Kalifornien ist eine einzige Katastrophe in allen Bereichen. Ohne Auto bist du rettungslos verloren. Man fährt jedoch gesittet und rücksichtsvoll. Es wird nicht gerast, aber sie beschleunigen gerne. Deswegen ist es wichtig, dass die Beschleunigungswerte von 0 auf 100 halt gut sind bei den Autos. Da hat man dann trotzdem viele, viele getunte deutsche Fahrzeuge gesehen. Der Nahverkehr, die Busse sind Steinzeit. Die sind 50 Jahre alt. Sind zwar optisch von außen sind sie toll aus, diese Busse, die dich dann nach Anaheim ins Disneyland fahren, aber es sind Diesel und sie sind alt, sie sind vielleicht ein bisschen auf einen neuen Stand gebracht, dass sie nicht so stinken. Die Luft ist übrigens besser wie vor 15 Jahren. Smog war so gut wie keiner mehr vorhanden.
im Winter, aber im Sommer ist es dann doch ein bisschen belastender, was Ozon angeht. Also die Luft war okay. Also der Verkehr ist, die Autobahnen sind sechsspurig, fünfspurig und immer voll. 70% der Zeit war ich im Stau. Gesundheitswesen, da möchtest du lieber nicht krank werden. Die Kosten sind dort in den Behandlungen astronomisch. Ich rate euch jeden, der in die Vereinigten Staaten geht, unbedingt eine Auslandsreisekrankenversicherung abzuschließen. Das Wetter in Kalifornien ist für unsere Verhältnisse natürlich jetzt klar besser, obwohl es kühl war an den Tagen. Ist das Wetter im Schnitt jetzt um diese Jahreszeit im Winter in Kalifornien zwischen 18 und 21 Grad sehr angenehm natürlich. Ne? Die Lebenshaltungskosten sind jedoch höher in den Staaten, aber auch die Einkommen liegen ca. 15-20%, wie auch die Steuern 15-20% niedriger wie bei uns. Und dann last but not least, das Essen hat zugelegt. Die Qualität des Essens war diesmal, möchte ich sagen, vielfältiger, besser wie vor 15 Jahren. Das Essen ist günstig, Getränke sind ja doch teuer. Wasser bekommst du umsonst, aber ein Bier kann zwischen 7, 8 Dollar bis $12 kosten. Also das ist schon teuer. Und was man immer erwartet, was ich als Deutsche ein bisschen aufgezwungen empfinde, ist, diese Trinkgelder sind ja doch notwendig, um die Gehälter im Service aufzubessern. Zwischen 15-20% Trinkgeld wird dort erwartet. Und entsprechend braucht man auch nie denken, dass der eine jetzt besonders dankbar ist dafür, weil du kriegst ja das Trinkgeld hinterher und nicht vorher. Ne? Und deswegen ist der Service aber auch sehr, sehr gut. Prompt, freundlich und schnell. Und das sollte es jetzt als kurzes Fazit noch gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit, die ihr mir hier entgegengebracht habt. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Die NAMM Show als Fazit ist die größte Show der Welt. Sie ist, die Frankfurter Musikmesse dagegen ist in der heutigen Zeit ein Witz. Unsere Frankfurter Musikmesse war vor 20, 25 Jahren 30 Jahren in der gleichen Liga, in den gleichen Dimensionen wie die NAMM Show, aber das ist nicht mehr vorhanden. Dafür haben wir jedoch, wir Gitarristen haben den Guitar Summit, das ist eine tolle Geschichte und wir können dort in Ruhe uns alles jedes Jahr angucken und das wächst von Jahr zu Jahr, wird immer besser. So, das sollte es gewesen sein. Wenn ihr Fragen noch habt zur NAMM Show, zu den ganzen Themen, dann schreibt mir bitte unter das Video, wenn es dann live ist. Schreibt mir eure Fragen, eure Gedanken und vor allen Dingen, wenn du etwas entdeckt hast, das mir entfallen ist und das dir besonders gut gefallen hat, in der Berichterstattung der NAMM würde ich mich freuen, davon zu hören. Ich werde versuchen, im Laufe des Jahres den Amp X von Thomas Blug in die Hände zu bekommen. Wir haben ich habe ein Interview mit ihm, wo er persönlich mir, hoffe ich, auch das Gerät vorstellen wird im September. Schwierig bei seiner Terminplanung. War sprechend voll. Lieber Thomas, ich ziehe den Hut vor deiner Arbeitsleistung. Wir werden ganz schnell von Line 6 den Pod Go bekommen zum Testen. Und weiter werde ich versuchen, an eine Gibson in dieser Qualität ranzukommen. Ich wünsche mir das, wenn ich eine 1960er Les Paul in dieser Qualität, wie ich sie auf der NAMM Show in mindestens einem halben Dutzend Fällen in der Hand hatte, finde, werde ich sie mir kaufen. Und wenn ich dafür 2, 3 meiner Gitarren verkaufen muss, das verspreche ich euch. Das sollte es jetzt gewesen sein von meiner Seite. Herzlichen Dank an alle, die jetzt live dabei waren und viel, viel Spaß mit diesem Video. Im Nachhinein freue ich mich, wenn ich noch von euch höre. Wir sehen uns diesen Donnerstag mit einem weiteren Live-Video und zwar Oye, como va? Hallo, wie geht's dir? Von Carlos Santana. Bis dahin wünsche ich dir viel, viel Freude, viel, viel Spaß mit der Gitarre und dass du ein klein bisschen besser wirst. Bye bye, ich gehe jetzt offline. Wir sehen uns. Ciao.